Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es bei uns dieses One-Pot-Nudelgericht mit Babyspinat, Räuchertofu. Und wie ich das genau gemacht habe, das zeige ich euch jetzt, also unbedingt dranbleiben. Für unser One-Pot-Gericht brauchen wir ca. 250 Gramm Nudeln, ein Päckchen Bio-Hafercreme, eine Packung Spinat, das sind 100 Gramm. Dann haben wir hier 2 Lauchzwiebeln, 4 Riesenchampignons, 10 Mini-Bratpaprikas, ein Stück Räuchertofu. Und zum Abschmecken werde ich hier Gemüsebrühe und Basilikum nehmen. Das mache ich nach Gefühl. Etwas Öl zum Anbraten. Das ist nämlich wieder eine weitere Serie aus meinem neuen Format. Ich koche draußen. Und los geht's. Ich fange mit den Lauchzwiebeln an. Die habe ich gerade gewaschen und jetzt werden die in kleine Ringe geschnitten. In dem Topf schon etwas Öl reingetan und jetzt werde ich schon mal die geschnittene Zwiebel reintun. Als nächstes schneide ich die Paprika in kleine Streifen. Jetzt habe ich wieder klein gesagt, in dünne Streifen. Als nächstes kommen die Champignons dran, die habe ich gerade abgeputzt und die werden hier mit der Paprika in diesem Holzteller reingetan. Da nehme ich jetzt erstmal 2 runter, weil mein Brett hier so klein ist, und die schneide ich auch in Scheiben. Als nächstes kommt der Tofu dran. Den schneide ich in kleine Würfelchen. Das wird heute ein veganes Gericht. Jetzt werde ich erst die Lauchzwiebel ein bisschen andünsten. Und dann kann auch schon der Tofu rein. Und das wird jetzt einfach für einige Minuten angedünstet, beides.
nächstes kommen noch die Champignons und die Bratpaprika mit rein. Und ich lasse das so für 2-3 Minuten mit anbraten, so dass die Pilze auch, na wie sagt man das, dass die halt schrumpfen. Genau. So sieht das Ganze jetzt nach ein paar Minuten aus. So, dann kommt jetzt als nächstes auch noch der Spinat mit rein. Und jetzt lassen wir das noch mal so lange kochen, bis auch der Spinat in sich zusammengefallen ist. Genau. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Wenn der Spinat schon fast vollständig in sich gefallen ist, kommt jetzt als nächstes ein bisschen Wasser rein. Also ich mache das alles nach Gefühl, weil ja, ich bin draußen in der Natur. So, dann kommen auch schon die Nudeln rein, weil es ist ein One-Pot-Gericht. Und zack, ich habe hier Nudeln, die eine Kochzeit von nur 4 bis 6 Minuten haben. So, jetzt lasse ich das erstmal aufkochen. Dann werde ich sehen, ob da noch Wasser rein muss oder nicht. Und die Hafercreme, die kann jetzt auch schon rein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das nicht vegan haben wollt, dieses Gericht, könnt ihr normale Sahne reinmachen, aber die vertragen wir nicht so. Und wir essen auch keine Milchprodukte oder wenig. Deswegen machen wir das immer gerne mit einer Pflanzensahne. So, die ist jetzt auch drin. Wird einmal kurz nochmal gerührt. Jetzt kommt ein Deckelchen drauf und dann lasse ich das erstmal aufkochen. So, wenn das Wasser jetzt hier köchelt, können wir ein bisschen von der Gemüsebrühe reintun. Ich mache das wie gesagt nach Gefühl, da taste ich mich so ran. Und von unserem Basilikum. Und dann lasse ich das jetzt erstmal 5 Minuten weiter kochen. Weil das sind ja Nudeln, die haben zum Glück nicht so eine lange Kochzeit. Oh, das sieht so lecker aus. Freue ich mich schon, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt auch nicht mehr Wasser reingemacht, weil ich mag es nicht so wässrig. Und das ist ja ein One-Pot. Ja, ich will es wie gesagt nicht so wässrig haben. Und das schmecke ich halt danach einfach nur noch mal ab. Jetzt lasse ich das weiter köcheln. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Mal gucken, ob die Nudeln schon durch sind. Die sind ja schon weich. Dann kann ich das schon mal ausmachen und noch mal ein bisschen abschmecken. So.
So, unser One-Pot-Essen ist fertig. Da freue ich mich schon jetzt aufs Essen. Ich bedanke mich für euch, dass ihr mit dabei wart. Und ich wünsche euch gutes Gelingen und guten Appetit, wenn ihr dieses One-Pot-Gericht nachkocht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat, dieses Rezept. Und lasst mir gerne einen Daumen hoch, ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.